So Leute, wir haben den 11.06. Ich habe gerade eine Graveyard Keeper Aufnahme gemacht und gecheckt, ich bin scheiße in dem Spiel. Ich werde jetzt gleich ein bisschen googeln, um mir kleine Vorteile zu machen. Ich habe die ersten 100 Tage ja schon mal gespielt. Jetzt bin ich bei den 200 Tagen und ich komme einfach nicht an Geld. Leute, ich habe mich gerade spontan entschieden, dass ich die nächsten Tage einen kleinen Ausflug mache. Also vermutlich starte ich morgen. Das Ding ist, nächsten Monat ist ein größerer Ausflug geplant. Aber ich fühle das gerade, morgen was zu machen. Ich würde eigentlich jetzt schon los, aber ich muss da jetzt Sachen vorbereiten, Powerbanks laden und so. Ja, deswegen, ich begebe mich jetzt ins Bett, lade einen Haufen Powerbanks. Ich muss die gleich mal zusammensuchen, ne? Die sind irgendwo in meinem Rucksack und wer weiß wo. Dann Powerbanks laden, die brauchen teilweise einen Tag, bis sie voll sind. Dann reichen sie aber auch, gerade wenn ich nicht streame oder wenig streame und hauptsächlich vlogge, reichen die über eine Woche. Also ich weiß, wenn ich gar nicht streame, reichen die 1 bis 2 Wochen. Mit den Solarpanels theoretisch unendlich. So, und da ich nur Gaming für noch eine Woche vorproduziert habe und übernächste Woche einen Termin habe, wird das schon passen. Für so einen kleinen 1, 2 Tage-Trip. Tatsächlich sind die meisten meiner Powerbanks geladen, das ist schon mal cool. Aber es fehlen welche. Also ich hatte 7 große, jetzt habe ich noch 4. Ich muss mal gucken, ob ich die hier irgendwo noch finde, die anderen. Ich weiß, eine hat Schimpy, die ist mir kaputt gegangen. Aber dann fehlen immer noch 2 große. Also ich habe eine kleine, 4 große. Eine mittlere müsste irgendwo auch noch rumfliegen. Ich weiß noch nicht, wo die ist. Laden wir erstmal die ich habe und dann suchen wir gleich. Ich muss pinkeln. Also werde ich jetzt langsam aufstehen. Die Sonne lacht auch schon. Ja. Powerbanks laden. Das ist schön. So, ich habe gerade eine Solarpunk-Aufnahme gemacht. Beziehungsweise eine halbe. Das wird eine Aufnahmesession, aber es wird zu einem großen Video aus 2 zusammengeschnitten. Und jetzt koche ich Mittagessen. Ich dachte, aus den Resten, aktuell verspreche ich mich häufiger als sonst, oder? Aus den Resten der Linsensuppe wollte ich mir eine Nudelsuppe machen. So, die gefrorene Linsensuppe muss jetzt erstmal heiß werden. Ich überlege, ich will dann Nudeln reinmachen, so zu einer Nudelsuppe. Überlege, was ich noch mit reinmachen könnte, außer halt Salz. Ich werfe jetzt auch noch die Reste vom Schweineschwanz rein, den hatte ich nämlich nicht aufgegessen. Kann auch ein bisschen Fett rausköcheln. So, ich habe jetzt noch Nudeln reingekippt. Ich werde gleich noch mit dem Wasserkocher ein bisschen Wasser auffüllen. Aber nicht zu viel. Ich möchte, dass die Suppe, Eintopf, was auch immer, möglichst dick ist. So Leute, der Eintopf ist fertig. Ich lasse ihn jetzt noch ein bisschen nachgaren. Einerseits, damit er geiler wird. Dann wird das alles so schön matschig. Und andererseits habe ich gerade ein Brot gegessen nebenbei. Das heißt, ich bin erstmal satt. Ja. So, die Nudeln haben sich richtig krass mit der Soße vollgesogen. Ich habe jetzt ein bisschen Maggi drauf gemacht und jetzt wird probiert. Nochmal. Leute, die scheiß Nudeln ficken mich schon wieder. Ich vertrage die einfach nicht. Aber ich liebe Nudeln. Boah, jetzt kommt sogar schon hoch. Deswegen, ich lege mich jetzt ins Bett, mache einen Mittagsschlaf. Und danach soll es wieder gehen. Guten Morgen. Oh, nee, warte, wir haben abends, ne? Guten Abend. Boah, der Mittagsschlaf war heftig. Und jetzt habe ich wieder Bock auf die Nudeln. Das ist ein Teufelskreis. So, ich futter das jetzt auf. Gerade Nachricht bekommen, dass mein Paket am Freitag kommt. Ein bisschen Hoffnung gehabt, dass es heute kommt. Gut, kommt es Freitag. Freitag bin ich dann vermutlich high für 3. Dann muss ich gucken, dass ich dann vermutlich Samstag losgehe auf einen Mini-Ausflug. Das Problem ist aber halt, wartet, kurz Kalender gucken. Samstag habe ich auch schon so einen Mini-Termin, um den ich mich kümmern müsste. Nicht muss, aber sollte. Und vielleicht erst Sonntag, ey, es zieht sich immer alles so. Ich sag euch, ich und Pläne, das ist Kriegsfuß. Ich und Pläne, wir sind auf dem Kriegsfuß. So, ich habe mir einen Apfel gekrallt. Den futter ich jetzt. Und da ich ja jeden Samstag ein zusätzliches Video bringen will, überlege ich gerade, welche meiner Videoideen am besten passen würde. Ich würde ja euch fragen, aber das seht ihr eher später. Wobei, ich könnte euch noch für die nächste Woche fragen. Entweder Review, Meinungsblog zu YouTubern, die ich mag, also positiv. Oder eine Real-Life-Story. Oder ein Selbstexperiment. Und es gibt noch andere Ideen. Es ist zu viel. So, das Wetter ist heute unglaublich schön. Ich gehe einen fetten Spaziergang machen.
Vielleicht sogar einen kleinen Outdoor-Stream. Mal gucken. Muss ich mal schauen. Ich wollte mich eigentlich hier auf die Bank setzen und IRL-Stream machen. Naja, aber die ist vollgeschissen und vollgepisst. Oder mit irgendwas anderem nassen voll. Shit. Mach ich's halt einfach beim Laufen. Wir sehen uns nach dem Stream wieder. So Leute, Stream ist vorbei. Wir haben uns hier diesen wundervollen Sonntag gemeinsam angeguckt. Ja, Technik funktioniert alles, ist supi. Heißt, wenn ich den Tag irgendwann los bin, wird auch da alles funzen. Hoffentlich. So, ich habe jetzt noch ein bisschen gesessen und geschillt. Irgendwie will die Sonne heute gar nicht ganz untergehen. Sie ist immer noch ein bisschen zu sehen, obwohl der Sonnenuntergang gefühlt schon vor 20 Minuten war. Dachte ich. Naja. Leute, mein Bein ist eingeschlafen. Jetzt muss ich warten, bis es aufwacht. Gerade ist es noch im Taubheitsstadium, aber gleich um das Kribbelstadium und da bin ich immer sehr, sehr sensibel. Oh ja, es fängt an. Da mache ich lieber die Kamera aus. Das ist so krass asozial. Da hat jemand in den Bach einen Roller halb reingeworfen. Das Ding ist, die nächste Brücke ist so weit weg und ich habe einen scheiß Gleichgewichtssinn. Ich gucke mal, ob ich es darüber schaffe. Dann kann ich den zumindest an den Rand ziehen, ein bisschen vom Wasser weg. Ja. So, ich habe den jetzt mal hier am Wegesrand hingestellt. Erstmal, ich gehe nicht nochmal über diese Steine drüber, die sind alle wackelig. Ich habe die fast gemault. Zweitens, ich bin jetzt komplett voller Schnodder, weil das Ding halb im Matsch versunken war. Und drittens, diesen kleinen Hügel, den hochzuschieben, war übel scheiße, weil das Ding einfach plötzlich stehen geblieben ist. So, irgendwas stimmt mit dem Vorderrad nicht, das dreht sich nicht richtig. So, ich bin zu Hause, habe mir ein paar Schnitzel in den Ofen gepackt. Dann gibt es gleich schöne Schnitzelburger zum Abendessen. Ich muss mal gucken, ob ich noch Käse habe, das würde gut passen, mal ein bisschen ein kleines Upgrade. Und ja, ich schaue jetzt Supergirl. Habe ich ewig nicht mehr geguckt, fange ich von vorne an. So, ich habe mir 3 Schnitzelburger gemacht. Ich hatte keinen Käse mehr, aber Gürkchen, deswegen gibt es Gürkchen und Soße da drauf. Wir haben einmal mit Curry, mit Schaschlik und mit Barbecue. Leute, das hier ist meine Pfeife, mit der ich früher Gras geraucht habe. Als ich noch Gras geraucht habe, anstatt es jetzt die Vape zu nutzen. Und jemand meinte, dass das in dem Glasröhrchen mit das Braune, der direkt das Harz ist und wenn man das isst, dass das wirkt. Ich bin verlegen, das zu testen. Die Frage ist, wie bekomme ich das da raus? So, ich habe das jetzt mal auseinandergebaut. Das ist das Glasröhrchen und das hier ist eine Verbindung zwischen dem Mundstück und Dings. Da klebt besonders viel dran. Jetzt die Frage, versuche ich das mit heißem Wasser irgendwie zu lösen oder wie bekomme ich das da raus? Also das von dem Mundstück habe ich jetzt rausgeknibbelt und einfach so gegessen. Das sind hier interessante Selbstexperimente, Leute. Ich merke aber nicht wie was, aber es hat voll lecker geschmeckt. Halt wie Gras. So Leute, wir haben gleich 0. Ich lege mich auch gleich schon ins Bett. Ich gehe heute sehr früh pennen. Ich habe mir überlegt, ich möchte morgen wieder mit dem Joggen anfangen. Richtig aktiv habe ich das jetzt schon über einem Jahr nicht mehr gemacht. Ich glaube, ich habe im März letztes Jahr aufgehört. Und selbst da war es nur noch gelegentlich. Ich würde es gern wieder so ein tägliches Ding machen. Gemütliches Joggen jeden Tag 1 Stunde. Ja, jetzt gehe ich sehr früh ins Bett, weil ich bin müde. Gute Nacht.